Hallo Jürgen. Ja, hallo live. So, wir sind heute hier, weil wir uns über Uhren unterhalten wollen. Richtig. Und was man bei Uhren beachten sollte, oder? Genau. Ja, du hast mal so ein bisschen dein Problem, was heißt Problem, einfach mal so live erzählt, was deine Kunden in dem mit deiner Uhr manchmal auch haben und wo ich immer denke, nicht nur du hast dieses kleine Problem in Anführungszeichen, das haben wir, glaube ich, alle Hersteller in dem Moment. Und das plöppt in diesen ganzen Service immer wieder mit auf, in den Reparaturen. Und das ist halt mal vielleicht mal so ein kleiner Bericht aus der Werkstatt heraus in die Uhrenwelt, sage ich mal, ja. Weil wir produzieren hier wahnsinnig viele Uhren. Ich mit meiner eigenen Marke, wo wir viel machen. Und im Jahr, muss ich einfach mal sagen, machen wir hier in unserer Produktion knapp 30.000 Uhren. Große, kleine, mechanisch, auch Quarzuhren und so weiter. Und da kann man doch mal wieder dann aus der Werkbank heraus sagen, was für Erfahrungen wir haben. Weil die Uhren kommen ja irgendwann nach 5, 6 Jahren auch mal wieder. Manche sogar schneller. Und das war ja so deine Frage, Mensch, was ist da los? Ja, ja genau. Ich glaube, wir können direkt anfangen zum Beispiel mit dem Aufziehen der Uhr. Was muss man da beachten? Das ist halt immer so die Sache. Wir haben ja irgendwo heute unsere Automatikuhren. Und da ist es in dem Moment, dass der Rotor in dem Moment, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so ein bisschen sieht, ich habe hier mal ein schönes Automatikwerk, ein 2893. Der Rotor hat ja die Funktion, die Uhr aufzuziehen. Demnach sagt ja das Wort Automatik. Der verrichtet hier komplett unsere Arbeit. Man legt natürlich die Uhr mal weg, weil sie haben ja nicht nur deine Uhr, sie haben auch andere Uhren noch in der Schublade, deine Kunden in dem Moment, und jede Uhr will mal getragen werden und die Uhr bleibt nach gewissen Stunden auch immer wieder stehen. Was passiert? Man holt die Uhr wieder aus der Schatulle raus, man zieht sie auf und da fängt eigentlich so das Ganze an, weil heute haben wir komfortable große Uhren. Deine Uhren fangen so welchen Durchmesser an? 38 mm sind das. So. Ja. Da bist du ja im unteren Segment, sage ich mal, ja. Aber auch bei deiner Uhr ist in dem Moment die Krone komfortabel. Man will sie gerne schön aus der Schraubfunktion herausdrehen können. Ja, und man will sie näher aufziehen. Das soll griffig sein. Und das ist halt auch der Wunsch immer wieder von den Kunden, dass einfach die Haptik da ist. Und wenn ich mal in dem Moment mal überlege, wo kommen unsere Uhrwerke? Ich schwenke mal gerade mal eine Zeit zurück. Ja. Das ist ein schönes altes Buch, wo komplett in dem Moment mal auf die automatische Uhr insgesamt mal drauf eingeht. Ja, das ist vom Herrn Schmelzer von 92, das Buch. Ja, und wenn ich da mal so ein bisschen reinschaue, hier ist komplett mal schön detailliert, kann ich jedem empfehlen, wie das Ganze von den Anfängen bis auch heute irgendwie aufgebaut ist, wie die Automatikuhr so aufgebaut ist in dem Moment. Ja. Ich habe mal so ein kleines Beispiel hier rausgeholt. Hier haben wir eine alte Dugena. Das Uhrwerk, was hier in dem Moment ist, das ist auch ein ETA-Werk. Ja. Darauf baut eigentlich auch heute unsere Selita-Werke, ETA-Werke, auch die Uhrwerke, wie du sie hast, in dem Moment von der Größe fängt das Ganze an. Aber was haben wir hier damals? Wir haben 36 mm Durchmesser. Wir haben eine Krone. Da würde man sagen, was ist denn das für ein Spielzeug? Aber hat ausgereicht, weil der Automatikaufzug, der verrichtet alles. Heute, wenn wir an die Krone rangehen, haben wir in dem Moment so einen Durchmesser und ich ziehe nachher in dem Moment, ja, das Ganze auf, die Klinkenräder hier drin, die eigentlich die Funktion her haben, von unserem Aufzug in das Uhrwerk die Kraft reinzubringen. Die sind so klein, kannst du nachher vielleicht mal dann auch aufnehmen, von der Automatikbrücke her selber. Die müssen in dem Moment diese ganze Kraft von der Krone in das Uhrwerk reinbringen. Und wenn du das nachher in dem Moment mal aufnimmst und schaust mal, das sind in 4, 5 verschiedene Ebenen, sitzen diese kleinen Klinkenräder in dem Moment drin, mit Rutschkupplung und allem drum dran. Und wenn ich da mal richtig dran drehe, da kommt eine Geschwindigkeit rein. Der Verschleiß ist in dem Moment, umso größer die Krone ist, viel größer. So, und das ist halt immer die Sache, wo ich denke, wenn wir mit unseren Uhren mit der komfortablen Krone in dem Moment aufziehen, bitte einfach mit Bedacht langsam aufziehen. Ja. Ja, man denkt gar nicht daran, dass es dann doch einfach das normale Aufziehen fast schon zu schnell ist, oder? Es gibt eine technische Unterlagenseite in dem Moment von unseren Uhrwerkherstellern, ob es jetzt nur Selita ist, ETA ist oder andere Hersteller in dem Moment. Die schreiben in dem Moment, wenn ich es so mal hier durchschaue, vor, dass wir mit unserem Rotor, wenn er montiert ist,
100 Umdrehungen in der Minute maximal reinbringen. Vom Aufziehen oder von einem automatiktechnischen Uhrenbeweger. Denken wir halt in dem Moment, naja, 100 in der Minute, das ist schon noch viel. Ja. In der Minute haben wir 60 Sekunden. Wenn wir jetzt wirklich eine schöne Krone haben, ich mache nicht nur in der Sekunde einmal, sondern ich mache halt in dem Moment ja viel mehr. Und ziehe vor, zurück. Also ich kriege da schon relativ viel Kraft und Energie in das Uhrwerk mit hinein. Und dann fangen die Räder da drin schon kräftig an am Rotieren. Und man soll, wie es hier drin steht, das Ganze aber auch nur maximal 25 Sekunden machen. Das ist schon mal irgendwie technisch vorgegeben und das sollte man halt auch irgendwie nicht aushebeln, weil wenn ich das länger mache, in dem Moment, wir wissen alle selber, da gibt es eine Reibungsenergie, das Ganze wird nachher drin auch warm. Und was muten wir dann eigentlich diesem kleinen Uhrwerk zu? Und die Uhrwerke, die sind ja nicht, die werden ja nicht größer, die sind ja wirklich aus den 60er, 70er Jahren, die irgendwie aufgebaut worden sind. Ja? Und wenn ich das Ganze mal vergleiche, wie groß das Ganze ist, vielleicht für jeden, das ist eine 2-Euro-Münze, so groß ist unser Werk. Und wir verlangen von dem Uhrwerk tagtäglich diese Arbeit und da hat sich nichts geändert. Ja? Also von damals auf heute wahnsinnig. Und das müssen wir halt immer wieder bedenken. Wir haben aus diesen Uhrwerken selber heute ja doch so viel von der Basis her wieder aufgebaut. Dann kommt noch ein Chronograph oben drauf, dann kommt noch eine Mondphase und. Ja? Also wir pimpen eigentlich diese Basis immer wieder auf. Aber von den Bauteilen her selber sind wir immer noch sehr, sehr klein. Aber wenn wir das beachten, haben wir damit kein Problem. Ja, ja, super, total spannend. Und wo muss man noch aufpassen, wenn man jetzt mit einer Uhr hantiert? Oder zum Beispiel Datum wechseln? Wann ist der beste Zeitpunkt, das Datum zu wechseln? Ja, das ist halt auch immer wiederum so die Sache. Man muss aber überlegen, das Uhrwerk will ja aus eigener Kraft heraus irgendwann die Kalenderscheibe selber schalten, ja, damit er springt. Und das ist vorzugsmäßig halt immer so zwischen 10 und man sagt so bis 1:30 Uhr nachts, das ist so dieser Kalendersprung. Und wenn ich meinen Kunden das auch mal wiederum sage, Leute, passt auf, ihr tragt die Uhr ja nicht jeden Tag, Gangreserve läuft ab, sie bleibt stehen. Ich hole sie raus, weil in dem Moment schnell anziehen, Kalender einstellen. Aber ich weiß jetzt, zum Beispiel jetzt gerade hier, wir haben 11:30, ich weiß nicht, ist es 11:30 jetzt Vormittag oder nachts. Das ist halt immer so der Punkt, wo man halt irgendwie echt aufpassen muss. Man geht gerne mal schnell die Krone rausgezogen und tut schnell den Kalender einstellen. Da arbeite ich ja mit meiner Kraft in dem Moment gerade in diesen Schaltsprung hinein. Und das tut der Sache auch nicht gut. Ich kann da drin was verbiegen. Ich kann den Kalender komplett die Scheibe verstellen, dass sie nicht mehr richtig satt reinspringt oder kann im schlimmsten Fall auch was kaputt machen. Also da ist tatsächlich meine Empfehlung, die Zeiger überhaupt nicht überlegen. Alle Zeiger unter die Horizontale. Das heißt, unter 3 und 9 runterdrehen. Und dann sage ich meinen Kunden, da könnt ihr gerne alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt einen Kalender einstellen und. Ihr könnt die Mondphase einstellen. Da passiert eigentlich nichts. Ja? Und wenn Sie das beachten, passiert auch nichts. Weil in dem Moment muss ich auch nicht überlegen, ist es jetzt richtig, wie auch immer. Ich gehe dann hin, tue schnell einen Kalender einen Tag vorher einstellen, ziehe die Krone ganz raus, drehe so lange, bis er springt. Dann weiß ich, okay, jetzt ist Mitternacht und stelle auf die korrekte Uhrzeit ein. Wenn ich das beachte, geht das in Fleisch und Blut über, dann mache ich auch nichts kaputt. Ja, das ist ein super Hinweis, 3 und 9. Ja. Gut, heute ist es aber auch so, mittlerweile muss ich auch wiederum sagen, gibt es Weiterentwicklungen, speziell auch von Sellita, die gehen auf dieses Problem ein. Und es gibt neue Generationen an Uhrwerken mittlerweile, wo tatsächlich man schalten kann, wie man will. Die haben wie eine Art Rutschkupplung drin und verhindern das Ganze, dass da was kaputt geht. Aber ich sage mal, zu 85% draußen haben wir immer noch Uhren, die das machen. Das Gleiche gilt aber auch bei der Quarzuhr. Bitte auch nicht machen. Ja? Und das Witzige ist, wenn ich bei unsere Borgward-Uhren in dem Moment ausliefere und erzähle das Ganze, was sie bitte beachten sollen, du glaubst gar nicht, wie oft viele sagen, das hat mir doch keiner gesagt. Und wenn ich dann wiederum sehe, was die für eine Sammlung an tollen Uhren haben, da bin ich dann sowas dermaßen enttäuscht vom Fachhandel, dass die nicht wirklich adäquat in dem Moment eine Uhr erklären. Schade ist das, ja. Sind ja eigentlich jetzt nicht so viele Sachen, die man beachten muss, ne? Ist ja überschaubar. Ich sage zum Schluss bitte einfach tragen und genießen. Ja, einfach die Automatikuhr verrichtet ihre Dienste.
man beachtet einfach mal den Kalendersprung. Ich will der Uhr auch jetzt nicht in dem Moment zumuten, dass ich jetzt Mountainbike fahre. Also Erschütterung ist schon auch ein Thema für ein mechanisches Uhrwerk, oder? Ja. Also das ist halt immer wieder verwunderlich. Wir machen Uhrenseminare, wo wir wirklich am Wochenende da sitzen, zerlegen ein Handaufzugswerk. Nächstes Jahr machen wir sogar eine Automatikuhr. Zerlegen wir mit Anführungszeichen Laien oder mit unseren Kunden oder für diejenigen, die einfach technisch begeistert sind, ein Uhrwerk. Gehen wir wirklich unbedacht komplett ran, zerlegen alles. Du glaubst gar nicht, naja, wenn wir alles wieder zusammenbauen, die sind total fasziniert, weil sie mit der Lupe da reinschauen und ihr eigenes Werk wieder zusammenbauen und haben einfach eine Hochachtung vor diesem kleinen Motor und machen das nicht mehr, weil sie dann auf einmal wissen, ja, heute ist es ja, du kaufst eine Uhr, so, du hast ein sportliches Gerät, jetzt bei dir auch, du gehst dann mit technischen Sachen raus, die ist wasserdicht, die hat ein Saphirglas, macht eine Anmutung mit einem dicken Stahlband und so weiter. Das ist eine Sportuhr, da kann ich doch alles mitmachen. Ja. Ich habe so oft viele gehabt, die ihre Breitling gebracht haben und wir machen ja viele Reparaturen und dann habe ich gemeint, da rappelt ja alles. Was hast du mit der Uhr gemacht? Du hast doch jetzt nicht Holz gehackt und guckt mich an, ja, das muss die Uhr abhaben. Ja, das sind halt das ging vielleicht 10 Jahre lang gut, aber dann hast du wirklich einen großen Schaden drin. Und das ist halt bei diesen Seminaren, wo wir machen, wo wir einfach tatsächlich sehen, irre, was diese kleinen Zahnräder da drin verrichten. Allein auch die Unruhe. Wir haben ja eine Schwingung von 28.800 Umdrehungen, halbe Schwingungen in der Stunde. Überleg mal, das soll bitte die Unruhe über die nächsten Jahre insgesamt machen. Ja? So, ich trage meine Uhr jetzt 13 Jahre lang und habe jetzt selber, ich könnte es ja machen, aber ich habe noch nie einen Service gebraucht. Ich trage die tagtäglich. Wenn ich das alles beachte, funktioniert das. Aber das ist ein gutes Stichwort, das Thema Service. In welchen Abständen sollte man die Uhr zur Revision bringen? Aus der Sicht eines Konzerns oder aus der Sicht eines, wie du es bist, mit Leidenschaft Uhren zu bauen? Letzteres. So, da bin ich genauso in derselben Schublade wie du. Ich sage den Leuten bitte keine Panik, weil die großen Hersteller, das ist wie beim Automobilbereich, hier, du musst dein Ölwechsel dann und dann machen, sonst passiert das und das. Das ist wie in den Uhren ja auch. Die Leute haben alle so 5 Jahre im Kopf. In 5 Jahren muss die Uhr wieder zum Service. Und wie oft kriege ich plötzlich eine Uhr, bitte einen Service machen, wo ich dann sage, ja, entstehen im Moment Probleme. Läuft sie nicht richtig? Nee, alles gut. Ich lege die auf die Zeitwaage. Ich sehe, hey, die hat eine super Amplitude. Die Gangwerte sind eigentlich auch okay. Ich kann die ein bisschen nachregulieren. Aber dann ist es auch gut. Warum soll ich einen funktionierenden Motor in dem Moment komplett zerlegen, reinigen, Teile tauschen und wieder zusammenbauen, wenn es doch funktioniert? Aber die haben einfach eine innere Panik, weil sie Angst haben, jetzt könnte was kaputt gehen. Ja, und da sage ich mir halt immer wieder, man muss auch mit dem Kunden drüber reden. Wie viele Uhren hat er? Trägt er deine Uhr jetzt tatsächlich Tag für Tag? Was macht er damit? Sitzt er nur im Büro? Hat er auch eine andere Uhren? Wenn er weitere 10 Uhren hat, dann wechselt er die doch auch. Genau. Dann muss er nicht deine Uhr nach 5 Jahren Panik kriegen und dann einen Service machen. Also so ist es bei mir, wenn der Kunde tatsächlich eine starke Veränderung, dass die Uhr vor oder nach geht. Oder man merkt auf einmal hinten, man hat ja meistens auch einen Glasboden, oder man merkt in dem Moment, dass der Rotor nicht mehr schön leicht läuft, sondern da ist irgendwie eine Unwucht drin. Man merkt das irgendwann auch. Ja, man hat auch ein Gespür dafür, seine eigene Uhr. Dann sollte man doch einen Uhrmacher des Vertrauens aufsuchen oder uns dann im Service, ja, oder mit dir drüber kommunizieren. Das sollte man machen. Und dann auch wiederum die andere Sache, was mache ich mit der Uhr? Wenn ich tagtäglich nur im Büro bin, kein Thema. Aber wenn ich die Uhr auch wiederum nehme, gehe damit schwimmen, ich gehe tatsächlich ins Salzwasser und. Da wäre es doch empfehlenswert, wenn die Uhr, auch die Wasserdichtigkeit auch in dem Moment dafür ausgelegt ist, die Uhren alle 1-2 Jahre mal kontrollieren lassen. Ist sie dicht? Sind die Dichtungen noch okay? Das ist überhaupt kein Ding. Ein guter Uhrmacher, der kann die Uhr aufmachen, kontrolliert, macht neue Dichtung rein, fettet das Ganze nochmal und überprüft, ob die Uhr dicht ist. So, das ist so meine Empfehlung. Ja. Wasserdichtigkeit sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass man bei verschraubten Kronen die immer auch schön zudreht. Ne? Bei Taucheruhren oder bei dieser Uhr auch. Also ich habe mal so einen frechen Kommentar irgendwie gehört, fand ich nicht ganz passend. Die Uhr, die wurde dann zum Service gebracht. Die Frau hat die Uhr in dem Fachgeschäft wieder abgeholt und derjenige hat gesagt, hier,
passen Sie bitte auf, dass Ihr Mann nächste Zeit die Uhr wieder die Krone zudreht. Er lässt zu Hause die Tür auch nicht immer aufstehen. Ich finde es nicht passend, aber grundsätzlich hat er recht gehabt. Man lässt nicht die Tür auf und lässt das Wasser rein. Die Uhr sollte vornehmlich trotzdem dicht sein. Ja, du hast ja jetzt deine Gehäuse aus Glashütte. Was sagen sie dir, wie die Dichtigkeit ist? 20 Bar. Auch mit geöffneter Krone. Achso, das weiß ich gar nicht, muss ich rausfinden noch. Ja, na gut, du hast also verschiedene Dichtungen und das ist jetzt tatsächlich jetzt nicht in dem Moment, dass wenn die Krone draußen ist, dass die Uhr sofort Wasser reinlässt. Ja, da sollte sie vornehmlich eigentlich immer noch, und wir wissen ja, dass die Uhr trotzdem dicht ist, aber die richtige Dichtigkeit bekommt sie halt natürlich in dem Moment, wenn du zugedreht hast und das ganze System abdichtet. Ich bin aber wiederum auch kein großer Freund von verschraubten Kronen. Es gibt eine Sicherheit, ja, aber man muss immer wieder bedenken, da kommen wir wieder auf den Punkt, was mache ich mit der Uhr, wie gehe ich mit der Uhr um? Was ist, wenn ich wirklich am Sandstrand bin und sonne mich? Ich habe meine Sonnencreme, es kommt so ein kleines Körnchen, Sandkörnchen da rein. Wenn ich das nicht rausspüle oder sonst irgendwie und drehe in dem Moment immer schön fleißig die Krone zu und dann habe ich wie ein Schleifpapier, macht mir meine Dichtung da drin irgendwie kaputt. Man muss auch ein Gefühl haben, geht die Krone wieder schön aufs Gewinde drauf. Ja? Das sind so Sachen, wenn dein Kunde da pfleglich mit umgeht, beachtet das Ganze, spült auch vielleicht nach einem Gang in der See mit klarem Wasser das Ganze immer wieder ab, bin ich der Meinung, es ist auch okay. Und immer wieder mal überprüfen lassen. Ja, dann haben wir viel Freude. Wenn einmal Wasser drin ist, haben wir ein großes Problem. Ja. So, und das wird, frag deinen Kunden mal, das wird im Fachgeschäft eigentlich nicht richtig wiedergegeben. Ja? Weil man will ja auch keine Angst machen. Aber ich versuche meinen Kunden das auch immer zu erklären. Mach eigentlich irgendwie Angst, das ist negativ. Aber zum Schluss sage ich auch wieder, hey Leute, bitte tragen, genießen. Wenn ihr das einfach ein bisschen beachtet, habt ihr viel Freude damit. Ja, ja, und vor allen Dingen, man kann ja auch alles reparieren. Eigentlich. Das ist halt das Gute. Gerade bei modernen Uhren, es sind ja keine seltenen Uhrwerke, die es nicht mehr gibt oder so. Wir haben hier in dem Moment jetzt kein Manufakturkaliber, wie bei dir in dem Moment jetzt, dass man da Angst haben muss, dass man da sagt, oh Leute, die Uhr ist reparabel auf der ganzen Welt irgendwo. Wir kriegen Ersatzteile, wir können wirklich an einen guten Uhrmachermeister rangehen, der ist in der Lage, wenn er sein Handwerk versteht, die Uhr immer wieder auf Vordermann zu bringen, dass man so sagt, das ist eine Uhr auch für weitere Generationen. Wenn ich natürlich auch ein bisschen aufpasse drauf. Ja. Genau, auch Thema Nachhaltigkeit sollte man sowieso ein bisschen aufpassen, dass man die Sachen pflegt oder richtig behandelt. Ist halt keine Quarzuhr dann, ne? Ja. Aber fällt dir jetzt noch was ein, was man noch erwähnen könnte beim Handling mit einer Uhr? Eigentlich haben wir jetzt die wichtigsten Topics schon besprochen, ne? Es ist auch immer nach wie vor immer noch das Thema Magnetismus. Stimmt. Ja, es ist halt in dem Moment, wir überlegen, Magnete, wo haben wir Magnete? Einfach bitte mal im privaten Bereich schauen. Oftmals haben wir irgendwelche Laptops, da kann ich einen Monitor runterholen. Ja. Der ist aber draufgesteckt und hat so einen starken Magnet da drin. Handyschalen, ich bei mir auch. Ich habe ein Leder-Etui, da ist ein kleiner Magnet drin. Ja. Oder bestes Beispiel, wir hatten einen Kunden gehabt, der hat die Uhr eingeschickt und hat gesagt, hey, was du mir erzählt hast, das funktioniert nicht. Die Uhr, die geht immer total nach. Ja, haben wir so kontrolliert, haben nirgendwo einen Fehler gefunden. Ja. Entmagnetisiert, auf einmal, oh, guck an, die läuft ja wieder tipptopp. Also das war eigentlich der Fehler gewesen. Ihm das erklärt. Nein, das kann nicht sein. Er hat eigentlich alles beachtet, bei ihm ist nichts. Nach einem halben Jahr dasselbe Spiel wieder. Und dann nach dem dritten Mal einschicken haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Warum wird die Uhr immer wieder bei ihm magnetisch? Ja? Dann überlegt man, ist es das Fahrrad? Wenn man heute die ganzen E-Bikes sieht, ja, da haben wir ja auch Motoren. Oder Induktionsfeld. Kommt da vielleicht auf einmal beim Kochen irgendwas? Ist er im Hi-Fi-Bereich und seine Boxen vielleicht irgendwie alles verneint? Das hat sich irgendwann rausgestellt, dass er abends die Uhr ablegt und legt die in das Kästchen von seiner Frau, wo der ganze Schmuck drin ist. Und da waren Ohrringe, die in dem Moment ein Magnet... Ach so. Da musste er erstmal dann drauf kommen. Ja? Also das sind so versteckte Sachen manchmal. Aber das ist auch, wir machen die Uhr damit nicht kaputt. Man kann es entmagnetisieren. Jede gute Uhrwerkstatt kann man einfach mal hingehen, kann sagen, hey, die Uhr ist gerade mal 3 Jahre alt, wenn überhaupt, aber jetzt auf einmal von einem auf den anderen Tag geht die komplett falsch. Könnt ihr bitte mal nachschauen, man muss sich gleich eine Reparatur machen, man kann die erstmal auf die Zeitwaage legen, dann sehe ich in dem Moment, oh, ganz schlechte Werte. Tu sie mal entmagnetisieren, gehen nochmal auf die Zeitwaage und auf einmal sehe ich, oh, es hat sich das Ganze
eigentlich eliminiert, läuft wieder optimal, dann weiß man sofort, das war der Fehler. Ja. Und dann braucht man auch nicht weiter irgendwas zu machen. Ja. Da muss man einfach in die Kommunikation gehen, man muss wirklich auch wieder jemanden finden, der auch einen Service machen kann. Also man muss auch dort eigentlich Leute wieder haben, denen man vertrauen kann. Und wird heute auch immer schwieriger. Wo hat man dann noch einen guten Uhrenwerkstatt? Das stimmt. Ja. Und wenn, dann sind die meistens überrannt und man muss länger warten. Ne? Ja. Oder halt in dem Moment wirklich mit dir dann kommunizieren. Hier, das und das in die Uhr und du kannst dann eine Empfehlung geben. Hier in der Stadt habe ich einen guten Uhrmacher oder schick sie ein und wir kümmern uns drum. Ja, aber nicht, dass wir es einschicken und gleich Angst, oh, jetzt kommt eine große Revision und es wird alles gemacht. Ja. Man kann ja dann wirklich dann drüber reden. Ja. Das ist halt, aber wenn der Kunde schon das Gefühl hat, zu seiner Uhr, bin ich der Meinung, dann gibt es auch ein partnerschaftliches Verhältnis, sage ich mal. Und ich weiß, wie die Uhr tickt, wortwörtlich. Ja. Das stimmt. Es ist ja auch, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt noch drauf eingehen soll, es ist ja auch davon abhängig, in welchen Lagen sie abgelegt wird eigentlich. Ne? Ob sie Zifferblatt oben, unten, also wie sie auch auf dem Nachttisch dann liegt unter Umständen, hat ja auch Einfluss auf die Ganggenauigkeit unter Umständen. Ne? Also optimal ist natürlich, wenn ein Zifferblatt nachts einfach ablegen und dann ein Zifferblatt nach oben und dann auch wichtig in dem Moment, wir kommen ja mit einer Automatikuhr nie in diesen Moment hinein, dass wir das Federhaus komplett aufziehen. Wir haben immer so einen mittleren Bereich, wo wir halt tagtäglich durch die Bewegung reinbekommen. Ja. Und so eine Feder soll auch dann in dem Moment mal komplett auch entspannt werden. Deswegen ist eigentlich diese Ruhephase nachts gut, was ein Uhrenbeweger ja nicht macht. Ein Uhrenbeweger zieht immer auf. Und wir sehen mittlerweile Uhren, die nicht getragen werden, aber doch einen hohen Verschleiß, speziell auch im Federhaus haben, weil da drin ist eine Rutschkupplung. Ja, du kannst die Uhr ja nicht wie ein Handaufzug, da hast du ja irgendwann einen Endlagenpunkt, wo du nicht weiter aufziehen kannst. Und dort ist es so, zur Sicherheit, du hast diesen Endlager ja gar nicht. Aber wenn du ein gutes Gehör hast, merkst du, rutscht auf einmal die Feder, die letzten Windungen immer wieder raus. Und das ist eine Rutschkupplung und die siehst du näher einen Verschleiß im Inneren vom Gehäuse, also vom Federhaus, sage ich mal, wo einfach ein höherer Verschleiß reinkommt. Und auch das brauche ich nicht. Warum brauche ich jetzt in dem Moment tatsächlich einen Uhrenbeweger? Ich sage mir einen Uhrenbeweger dann, ja, wenn du viele Komplikationen hast und dir es leid ist, dass du einen Tag, Monat, das Jahr noch einstellst und wenn du drüber bist, musst du alles dann wieder korrigieren, bla bla bla. Das ist bei einer Dreizeiger-Automatikuhr nicht notwendig. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Ne? Also ich kann wirklich nur sagen, einfach wirklich tragen, genießen und einfach Freude an den schönen mechanischen Uhren haben. Egal welche Preisklasse, sich da einfach mal drum zu kümmern und das Objekt ja, in dem Moment weiterpflegen. Weil das ist eine Uhr, so etwas geht über Generationen, je nachdem wie ich damit auch umgehe. Ja. Und ich das eine oder andere beachte, hat man Freude dran. Ja. Und wir natürlich auch, wenn wir wieder glückliche Kunden in dem Moment haben, die einfach mit Freude sagen, Mensch, ich habe Spaß. Ja. Ja. Allerdings. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Dankeschön.